und herzlich willkommen zurück zu Casuality spielt EVE Online. Wir sind immer noch bei der Inception Einsteigermission, dem neuen Tutorial, das mit dem Ascension Pack hochgeladen wurde auf die EVE-Server. Und auf den ersten Blick hat sich nichts getan. Leider ist in der Zwischenzeit schon ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Etwa 3 Stunden hat es gedauert, bis mein etwas altes Equipment die erste Folge hochgeladen hat. Ich habe allerdings nur hier einen weiteren Trainingsskill eingeschoben, nachdem der Afterburner gelernt wurde, habe ich die Mining Frigate Level 2 hier in die Queue geschoben. Ansonsten an genau der gleichen Stelle, in der wir aufgehört haben. Wir sollen die Station verlassen, ein paar Piraten abschießen und dort genügend Material sammeln, um uns einen eigenen Data Analyzer bauen zu können. Und an der Stelle setzen wir jetzt wieder ein. I have calculated the location of the nearest pirate outpost. You should now click on the location marker icon in the info panel. Warp drive active. Schauen wir mal, mit wie vielen Gegnern wir es hier zu tun bekommen. Ich kann auch hier den Armor Repairer schon mal einschalten. Wir haben tatsächlich schon Schaden bekommen. Ja, vor dem Kampf, wo ich schon mal angehen kann. Captain, I had calculated your combat odds to be within an acceptable level of safety. However, I did not anticipate the presence of corrosive gases in this area. If you get caught in a gas cloud, your ship will start taking damage. In that case, you should use your afterburner and burn through the cloud to get out as fast as possible. Also remember that you can use your repair module should you take damage to your ship, which you likely will. Das ist sehr ermutigend. Captain, you should now approach the highlighted asteroid colony and activate your afterburner. I have calculated this to be the shortest route through the gas cloud. Remember to activate your repair module when you take damage, and switch it off again when you have repaired successfully. Captain, there are a lot more pirates than I predicted, but I know you can do this. Remember your training. Approach. Lock. Orbit. Shoot. Das klingt einfach. Im Moment ist es ja auch nur einer, aber wenn Aura schon davon spricht, dass es doch einige mehr sind, fürchte ich mal, kommt noch mehr auf uns zu. Und irgendwas schießt jetzt auch schon auf uns. Verursacht Schaden auf dem Schild. Aber schneller kommen wir da nicht ran. Problem an der Sache ist, Geländeschiffe sind Armor-Tanks, das heißt, die Schilde sind jetzt nicht wirklich der Rede wert. Jetzt müssen wir einfach mal hoffen, dass wir das schnell genug erledigt kriegen, aber ich finde, wir kriegen schon überdurchschnittlich viel Schaden hier rein. Das ist noch nicht mal annähernd in Schussweite. Ich hoffe, dass diese Gas Cloud sich dann erledigt hat demnächst, die ja anscheinend noch zusätzlichen Schaden macht. Dann sollten wir die Sache schaffen. Ein gewisses bedrohliches Gefühl stellt sich schon ein. Das ist ja sicherlich Missionsdesign und von daher gut gemacht. Ich werde auf das Orbit-Kommando jetzt verzichten, solange bis ich wirklich in Reichweite bin, dass ich selber schießen kann.
Da der mit Raketen schießt, kann ich ihn mit meinem Ausweichmanöver sowieso nicht besonders beeindrucken. Denn die treffen fast immer. Oder eigentlich immer. Der Schaden kann verringert werden durch Ausweichmanöver und ähnliche Dinge, aber der Treffer selbst ist in der Regel nicht zu verhindern. So, der hat jetzt leider nicht dabei, was wir suchen. Fällt mir auf, ich habe noch den ganzen Frachtraum voll. Das waren Sachen, die eigentlich nicht reingehören. Und bis jetzt hat sich da auch noch keiner gestört. Irgendwie habe ich das Gefühl, die mögen mich nicht. So. Ich schätze noch fast. Das ist erst der allerletzte, den wir abschießen werden. Tatsächlich dabei hat so. Wirklich gefährlich ist das Ganze, denke ich mal, noch nicht. Auch wenn sie ordentlich kracht und bei uns einschlägt. Jetzt mit der linken Maustaste, sobald der erste Gegner tot ist, den Orbit-Befehl aus mit der F1-Taste. Oben rechts im Tooltip steht immer der Tastatur-Shortcut. Hat allerdings nicht geklappt, anscheinend habe ich zu spät oder falsch drauf gedrückt. Aber egal. Great job, Captain. I have highlighted the container you need to approach. You should loot its contents, and then return to station. So, und unser Schiffchen ist sogar wieder in gutem Zustand. Das Schild regeneriert sich beim Andocken komplett.
die Hülle, der innerste Ring und die Panzerung allerdings ohne entsprechende Reparaturmodule nicht. Die muss man dann manuell reparieren, wenn man so ein Repair-Ding nicht dabei hat. Click on the location marker Zurück zur Station. Dann können wir auch gleich den Data Analyzer bauen und vor allen Dingen auch mal unser Raumschiff leer räumen. Hier haben wir noch die ganzen Überlebenden an Bord, was ja eigentlich nicht unbedingt viele Sachen ist. Mit Rechtsklick Stack All kann man alle gleichen Gegenstände dann zusammenfügen. Funktioniert in jedem Hangar, im Schiff, auf der Station und schafft wieder mehr Übersichtlichkeit. Docking permission requested. Docking request accepted. That's the way you deal with pirate scum, recruit. I'm impressed by your diligence. Not only did you eliminate them all, but you also recovered materials that could be put to use in service of the Federation. You should get some advice from Aura on self-reliance and industry in New Eden. Building that analyzer from those materials will be the perfect test run. Captain, industry jobs are the Capsulier's way of manufacturing goods for himself. They can be a path to great wealth if you hone your industry skills. You should now have the materials to start production of the data analyzer unit for your upcoming reconnaissance mission to the research facility. I have calculated this to be important. To build this module, you'll first need a data analyzer blueprint, which you can buy from the market with your ISK. You should open the highlighted Market tab and use the search functionality to find Civilian Data Analyzer Blueprint. Okay, once you have located the item, you should click on it to view the active cell orders. Locate one from the list that says it's available in this station, then right-click and buy. Okay, hier sind schon Leute am Werk, die offenbar versuchen, ein bisschen Profit aus der ganzen Sache zu schlagen. Ja, so sortiert man die günstigsten Orders nach oben. Hier ist die Station. Buy this. Ein Stück. Haben wir das auch geschafft. You should now right-click on your ship in the station and select Open Cargo Hold. You can use the right-click, select All, to highlight all the items in your cargo hold, and then click and drag them to the Inventory tab marked Item Hanger. In your Item Hanger, locate the Civilian Data Analyzer Blueprint. You can right-click on the blueprint and select Use Blueprint. This will open the Industry window. Here, you can see the blueprint you are using. To the left, you can see the materials that will be used from your item hanger. And on the right, you can see the output, which will be your brand new Civilian Data Analyzer module. You should now select Start. This will start the manufacturing process. You looted enough materials from the pirate outpost. Recruit. Your preparation might seem unrelenting, but you'll be thankful it is. I'm insisting on maximum readiness because I'm about to send you into a situation with almost no intel. The Sisters of Eve research outpost has gone completely dark, and we need you to get out there and find out what's gone wrong. Professor Tanner has asked to speak to you. Get whatever intelligence you can from her, okay? Right. I'll connect her to you now. Captain, I specifically requested you for this recon mission to our research outpost. I had to push this all the way to the Federal Intelligence Office's naval section. The truth is, Captain, is this outpost hides an important secret. Perhaps more important than the secretive Commander Terrell realizes. There are few people I can trust.
and I suspect Tyrell is a member of the Black Eagles, the Federation's most ruthless covert operations agency. Their relationship with the Sisters of Eve has been strained, to say the least. You, on the other hand, plucked me from a burnt-out wreck, and I feel that I can trust you. Captain, it seems you are making some intriguing and influential friends. Your next journey will be a little Also ich bin wirklich gespannt, ob CCP hier auf diese Storyline noch aufbaut. Sie haben ja gesagt, Inception ist nur das erste Kapitel, mit dem sie neue Spiele einführen wollen. Das hier hat durchaus das Potenzial, dass sich das Ganze nach dieser Einsteigermission noch weiterentwickelt. Bisher habe ich allerdings noch keinerlei Hinweise darauf bekommen, was da eventuell noch folgen könnte. No recruit in your position has been allowed to travel this far, or use the Stargates. If you become a Capsuleer, you can travel to the deepest sections of low-sec space, hunt for wormholes, or travel with friendly fleets through Stargates. Captain, your civilian data analyzer is now ready. You should open the highlighted industry window, select the Jobs tab, and click Deliver. The module will now be in your inventory under Item Hanger. Time to get that module fitted to your ship. Right-click the civilian data analyzer and fit to active ship. Now, you are fully fitted for the research outpost. It's time to undock. Click on the location marker icon in the info panel to set your destination. Now you should select the highlighted autopilot engaged. Once your ship comes to a stop in the next system, click on the location marker icon in the info panel. Warp drive this will take you to the research outpost. Okay, schön, dass man den Autopiloten mal benutzt. Das wird vermutlich das erste und einzige Mal in der gesamten Karriere sein, dass man das tut. Denn es ist, glaube ich, allgemein anerkannt, dass Autopiloten zumindest mit wertvoller Fracht und auf längeren Strecken zu benutzen die Einladung zum Abschluss darstellt. Nützlich ist der Autopilot durchaus, wenn man mehrere Waypoints auf einer Route erstellt hat, um mal kurz zu benutzen, um die ideale Route zu berechnen. Aber der Nachteil des Autopiloten ist dieser hier. Man kommt ein ganzes Stück entfernt von der Stargate entfernt an. Und man muss halt auch hier bis auf 2,5 Kilometer ran, bevor man den Sprung auslösen kann. Macht man das Ganze manuell, ist man viel näher dran, kann sofort springen. Auch dies hier kann zum vorzeitigen Bildschirmtod führen. Und hier sind ja auch andere Spiele unterwegs. Wir sind ja also im ganz normalen Raum und nicht in einer Instanz wie der Rest des Tutorials. Das heißt, hier kann man also durchaus abgeschossen werden. Im Übrigen fliegen wir immer noch an meinem Anfängerschiff ohne nennenswerte Ausrüstung und Bewaffnung in eine angeblich total geheime, unbekannte Forschungseinrichtung des Sisters of Eve, die nicht mehr antwortet. Wir wissen nicht, was uns erwartet, ob dort Feinde sind, gar nichts. Würde man vermutlich im normalen Spiel nicht machen. Also man erlebt hier schon ein, zwei Dinge, die im normalen Spiel nicht vorkommen, allein durch diesen Story-Modus. You know, you should consider yourself lucky, recruit. Even though the Galente Federation is vast and contains hundreds of star systems, many people never even get off their home planet. Not only that, but you were on your way to becoming an independent Capsuleer, able to pilot your own ships. That's a very special status, recruit. Earn it. Here we are, recruit. You're about to take a step into a dead zone. No pilot in your position has ever been allowed to enter a place like this. The fact is,
These sites are always placed in some of the strangest and most obscure areas of New Eden. And in fact, I have no idea what you are about to encounter here. Keep your eyes open. Captain, you should now approach the gate. When you are close enough, hold down your left mouse button on the gate and select Activate from the radial menu. Warp drive active. Unser Flottenkommandant ist immer so positiv. Den werde ich richtig vermissen, wenn das Tutorial vorbei ist. Aber schon wieder alles kaputt. This is worse than I expected. Another fleet destroyed. The drifters have been allowed to go too far. I need to know what happened here. We had no word at all that a fleet was in combat at this location. All I know is there should be a Sisters of Eve outpost there. Let's hope it's intact and hold some answers. Make your way to it now, but stay alert for hostiles. Captain, this site is quite unusual, and it is enormous. In order for you to save time, you might want to activate your afterburner to travel faster through it. However, stay alert. Continue to approach the info shard. We need you to be within close proximity. Remember to stop your ship when you reach the shard. Schon ungewöhnlich. Man sieht hier Minmatar-Schiffe. Da hinten ist ein Trägerschiff. Hier ist ein Galente-Kampfschiff. Ein paar Drifter sind auch draufgegangen. Über ein Kaldari Dreadnought, also hier sind sogar Schiffe der größten Kategorie abgeschossen worden von beiden Seiten. Und anscheinend haben alle Imperien hier was beigesteuert. Nicht nur die eigene Heimatfraktion, auch sogar ein Titan. Der Armar wurde zerstört. Woran man schon erkennen kann, dass die Drifter nicht viel Spaß verstehen. Da ist noch ein Titan. Wenn man mal bedenkt, wie viele Jahre man braucht, um die Skills zu sammeln und dann auch die Milliarden von ISK Materialkosten, bis sich ein Spieler sowas erlauben kann. Hier fliegt das einfach. Das ist schon der dritte zerstörte Titan, nur in diesem Vorspann, und schießen hier ganz schön schwere Geschütze ab. Aber man soll sich anscheinend als Teil von etwas Besonderem fühlen. Das klappt schon mal ganz gut. Eine Riesendistanz zu unserem Ziel, selbst mit Afterburner. Oh, Sleeper. Preservation Conduit. Das sieht jetzt nicht aus, als wäre das von uns. Recruit, your sensor feed is showing some strange signatures circling the outpost, but I can't get a clear image. Can you see anything unusual around the outpost? Maybe the drifters are generating interference. Watch yourself. You're my only set of eyes and ears out there. Captain, for your ears only. I am afraid the drifters may have hacked our outpost. That could give them access to ship FTL comms and navigation systems we've been developing. Theoretically, it might give them access to some of the ships we've installed prototypes in. It looks like our outpost is relatively intact.
You are going to have to try to hack into its mainframe to extract some information on what happened here. Be careful. Captain, if the outpost is still intact, it will have to be hacked. It's a good thing you prepared by bringing a data analyzer. Hacking is a delicate process, but mastering it can give you access to a lot of wealth in some of the deep and hidden pockets of New Eden. Let me walk you through the process. You should now activate the civilian data analyzer on the info shard. You are now So, das attempting to hack Hacking-Minispiel. into the info shard. You should Wer select meine and vorherigen click Folgen nodes gesehen hat, kennt das until schon. you locate the system core. After you click a node, the numbers that appear will indicate your proximity to the core. You may come across defensive software on your route. You should click on it until you deactivate the firewall. Now you have successfully hacked into the info shard. You should retrieve the cargo. In the name of... The site just lit up like Crystal Boulevard. Professor Tanner, have you ever seen anything like this? Is this your tech? No, Fleet Commander. I have never seen anything like this before. I suggest the captain get out of there as fast as possible. No Great question idea. about that, Professor. Recruit, our tripwire sensor net just picked up a giant drifter fleet on course for your location. I don't know what you just activated, but it's calling up a storm. She may only be a scientist, but I agree with the professor's assessment. Get out before that storm arrives. Click the location marker icon in the info panel to travel to a safe spot. Active. Nach dem Geschichte der Mission davor, eigentlich ein ziemlich ruhiges Kapitel, aber trotzdem irgendwie eindringlich und macht einem die Wichtigkeit, die man in dieser Mission hat, die einem zugesprochen wird, irgendwie deutlich vor Augen. Also ich kann bis jetzt nur wiederholen, dass ich die neue Einführung If I für hadn't ziemlich seen you gelungen pull off some halte. impressive stunts already, I'd suspect you of being some kind of double agent. What you've uncovered here is a feast of intelligence. The data that you just extracted looks like it includes key codes to activate the jump gate to the Drifter Hive's location. If you can get these to our fleet, we could use them to unlock the gate to the Hive. You are going to be the toast of the fleet. Captain, congratulations on finding the Drifter gate codes. That is amazing work. The Drifters must have been trying to link our outpost to their network through that gate. But there's something else that worries me. I navigated through some of the data when you brought me the mainframe online, and it's worse than I thought. I suspect the Drifters may have hijacked one of the capital ships carrying our prototype systems. In their hands, it poses a great threat. Luckily, the ship may be vulnerable to stasis webbing. It could slow it down to a halt. Captain, I'm gonna upload to Aura instructions on how to fit your ship with a stasis webifier the next time you're in station. That will improve your capabilities out there. Recruit, our comms keep getting blocked by Professor Tannen. I hope you're extracting some useful intel on the Drifters and not indulging in gossip about hollow actors. No, but seriously, I want to show you something. I'm sending Aura some coordinates. Get there soon, Recruit. I think you're going to like this. Captain, the commander has uploaded the location of the forward operating base. This should prove interesting. Click on the location marker icon in the info panel to travel to the forward So, operating jetzt sollen wir base. also auch einen Stasis Webifier ausrüsten. Das ist etwas im Bereich elektronische Kriegsführung. Gehört es, glaube ich, zumindest dazu. Normalerweise benutzt man das nur im PvP.
Obwohl es einem auch PvE das Leben leichter machen kann, wenn man gegen wendigere, kleinere Ziele kämpft. Ich bin in einem der vorangegangenen Videos mal von einer Webifire-Drohne verlangsamt worden. Genau denselben Effekt sollen wir jetzt anscheinend auf dieses gestohlene Raumschiff anwenden. So, mal gucken. Der Commander hat uns ja jetzt hier irgendwie einen tollen Anblick versprochen. Forward Operating Base. Klingt ja so, als ob da der Sammelpunkt unserer Flotte wäre. Das ist eine Citadel. So was können Spieler auch bauen. Behold, a swift spearhead of the Galente Federation. Our fleet. The strike force that will take the fight to the drifters. Dreadnoughts, battleships, cruisers, and frigates are all being prepared for action at our Ostrahus Citadel forward operating base. All soon to be equipped with the gate key codes you recovered, which will land our fleet in their front yard. Recruit, I don't usually do this, but it's going to take a few minutes to upload the jump gate keys from your mainframe. I suggest you fly down there and introduce yourself. The way a few of the captains have been talking, you're a lucky charm, and I'd like that luck to rub off. And enjoy the perspective while you can. If you make Naval Capsuleer, you might command any one of these ships someday. I can tell you they're even more interesting when you're in control. Aura, help our favorite recruit get a clear sense of the power on display before us. Is this him? Is this the pilot that saved the research crew and found the gate codes? Captain, the assembled strike force includes several ship classes you'll often encounter in New Eden. Damn, recruit. Took me 6 months before I posted my first confirmed kill. You can take a closer look at any of the ships by using the radial menu to select Look At. Remember to refocus your camera by right-clicking and select Look at My Ship. Hey, recruits. Our crew's been talking about you non-stop today. All right, fleet. Calm down. Our hero of the hour is going to stick around while we upload the key codes from his ship. Then the Federation has a special surprise for him back at base. The Galente take care of their heroes. Am I right, fleet? Captain, Ziemlich the upload is beeindruckend. going to take a while. In the meantime, take a look at our Ostrahus forward operating base. It's a citadel-type structure. Citadels are the biggest structures in New Eden that capsuleers can build. These massive cities are quite the sight to look at. Since you have to kill some time while the key codes are uploading to the fleet, you have a perfect opportunity to practice some of your maneuvering skills. You can try manual piloting by double-clicking anywhere in space, or you can use the arrow keys on your keyboard for a unique piloting experience. All right, recruit. The upload is complete and the fleet is almost war ready. But while the last preparation steps are going down, I'm going to suggest you return to base and pick up that special item I was talking about a minute ago. Sounds good, doesn't it? Trust me, it's better than you think. When you are ready, fly to the forward point, next to the Dreadnought-class vessel. Also als ich vor etwa 7 Monaten mit Eve aufgehört habe, konnte man Citadels noch nicht bauen. Und so ein Ding, das kostet ein paar Milliarden ISK. Also das kriegt man nun wirklich nicht geschenkt. Die Materialien, die Baupläne und was weiß ich nicht alles. Und auch die Dreadnoughts, Carrier und so weiter, das konnte ich alles noch nicht fliegen, als ich aufgehört habe. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht so drauf gestürzt, die Leiter hoch zu skillen. Ich habe zwar bis Battleships geskillt, aber dann aufgehört. Also sowas Dickes hier, da saß ich noch nie drin. Aber man kann. Und mal so zu sehen, was da alles möglich ist, ist schon nett. When you are ready to return to HQ. Oh nee, nicht schon wieder den Autopilot. Autopilot engaged.
Naja, When gut, you reach your was soll's. destination and the autopilot switches off, click on the location marker icon in the info drive to dock at HQ. Ja, ich hoffe, die zwingen uns jetzt nicht die ganze Zeit dazu, den Autopiloten zu benutzen. Denn sobald ich auf der Station gedockt habe, möchte ich die Aufnahme dann auch ein zweites Mal unterbrechen. Denn wenn das da unsere Flotte ist, kann ich mir ungefähr vorstellen, was der Gegner gleich auffährt. Und dann wird der letzte Kampf sicherlich noch mal spektakulär und vielleicht auch etwas länger dauern. Und deswegen werde ich das nicht alles in eine Aufnahme reinpacken können wollen. Und deswegen mache ich dann nochmal einen Cut. Auch die Hauptschiffmodelle sind übrigens schön überarbeitet worden, muss ich sagen. So vom Detailreichtum und so weiter, von der Auflösung lässt das nicht viel zu wünschen übrig. Autopilot jumping. Also da verliert man gut eine halbe Minute. Zum Glück braucht man fürs Docking den Autopiloten dann anscheinend. Eine Überraschung hat der gute Commander ja auch angekündigt. Vielleicht kriegen wir jetzt noch ein Item mehr, denn bei unserem kleinen Schiffchen hier in so einer riesen Schlacht, das ist irgendwie ein bisschen lächerlich. Andererseits kann ich was viel Größeres eh nicht fliegen. Also bestenfalls eine Fregatte. Also mal gucken. Docking permission requested. Docking request accepted. Ah, da kommt was. Recruit, I have very high standards for my trainees, and you have repeatedly exceeded them. I have therefore decided to approve you for participation in the counter-strike against the Drifters. Operation Liberty Spear. Consider this your final test before reaching Naval Capsuleer status. Now, I hope you don't think I'm going to let you go into the line with the trainees Velator-class Corvette you've been flying around all day. No, recruit. The Galente Federation always takes care of the people who fight for its freedoms. I'm now awarding you with a new ship to participate in my strike operation. I think you are really going to like the added ass-kicking power it brings. I'm also giving you some upgraded modules to fit to it. Now, the only thing left is to acquire the skills to efficiently fly your new darling. The operation can't wait for much longer, so let's speed things up with a skill injector. Normally these things would set you back a small fortune, but this one is on me. Fit wisely, recruit. We're heading up against an unpredictable enemy that has often surprised us. Aura, guide our recruit through using the injector. Captain, you have been awarded with a new frigate. This ship is a considerable upgrade from your Corvette. Your new frigate gives you far more flexibility in how the vessel is outfitted. For your upcoming combat, I suggest using the afterburner and repair module you have already mastered. Additionally, you have been rewarded with some upgraded modules for your ship, including a few additional weapons. They must be very impressed with you since they have also awarded you a mini skill injector. These are usually only reserved for fully qualified capsuleers, but it is my assessment that you can handle a mini injector without major risk to your limbic system. Probably. Skill injectors are devices capable of transneural scanning and can lay synaptic patterns down in new combinations with skillbook data. What this means is that if you like learning fast, these are for you. Now, let's go through how we can optimally set up your ship for the combat ahead. Professor Tannen has advised that you fit your ship with a stasis webifier, and you should not take that suggestion lightly, Captain. You should collect all your rewards by checking your redeemable items under the Neocom menu and Inventory tab.
You can move those to your item hanger by selecting them and clicking Redeem Selected Items. Gut, diesen Punkt nutze ich jetzt, um mein angekündigtes Break zu machen. Und dann packen wir unser Weihnachtsgeschenk in ein paar Minuten aus, wenn die nächste Folge beginnt. Also ein paar Minuten für euch, dann etwas länger für mich. Aber ich bin schon mal gespannt, was die mir da alles reingepackt haben. Und so ein Skill-Injektor, der kann auch einen Alpha-Klon ganz ordentlich buffen. Also ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Macht's gut, euer Casuality.